So, bevor wir richtig loslegen, hey, ich bin der G-Shock, ganz vergessen. Ja, wir machen heute erstmal eine Live-Übersetzung der Entwicklerfragerunde Nummer 4. Die läuft nämlich gerade von Blizzard, ihr habt gerade schon das Intro gesehen. Und wir switchen jetzt auch gleich mal rüber. Ihr müsst mir dann ein bisschen Hinweise geben, wie das von der Lautstärke so ist, ob das eventuell zu laut, zu leise oder sonst was ist. Ich versuche das Ganze, wie gesagt, live zu übersetzen und schauen wir mal, ob das Ganze klappt. Also, viel Spaß bei der Entwicklerfragerunde Nummer 4 und jetzt geht's los. Welcome to Blizzard. We are very excited for our fourth show with you today. We're going to be talking about the talent system in Heroes of the Storm, where it came from, where it is now, and possibly where it's headed in the future. I have some very special guests with us here today, so let me introduce them to you. To my right, this is Mr. Richard Koo, senior game designer from Team One. Welcome, Richard. We brought out the leather couch for you today. It's a lovely. Also Richard Koo ist mit dabei. Er ist der Senior Game Designer von Heroes of the Storm. Right, Mr. Matt Cooper, game designer as well from Team One. Welcome. Super excited to be here. Matt Cooper ist auch bei Game One als Game Designer really cozy, angestellt. it's nice. And of course, Mr. Dustin Browder, game director for Heroes of the Storm. Welcome back. Thank you, sir. Und Dustin Browder ist der Game Director. I'm really glad you're coming back. So, anyways, before vorher we auch dive bei into the meat of StarCraft the 2 show, let me tätig. get some of the housework out of the way. We are going to be taking your questions on the talent system. So if you have them, you'd like to throw questions at these guys, head over to Twitter, use the hashtag HeroesQA, and we're going to be pulling those later in the show. Genau. Also ihr könnt bei Twitter auch gleichzeitig Fragen stellen. Twitter.com BlizzHeroes. Und mit dem Hashtag HeroesQA könnt ihr eine Frage stellen. Es gibt heute Fragen zum Talentsystem. Will be playing as we follow his talent choices throughout that game. So there might be a link in the Twitch chat. There might be a link on our Twitter account. The link is Ja, somewhere. also ihr könnt ja auch noch eine Frage beantworten. Welcher Held wird von Richard Koo während des Showmatches heute gespielt? Und wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann gibt es was zu gewinnen. For Blizzard, for you guys. Those of you watching who might not know, last week we launched our first public test of Heroes of the Storm called our Technical Alpha. Ja, letzte Woche hat die technische Alpha gestartet. Mit sehr wenigen Leuten. Das war halt ein Riesenschritt für die Designer und er fragt sie jetzt, wie sie es aufgenommen haben. Kevin, like, there's only so many times as a game developer that you put your game out there and it feels like the wild, wild west. And that's what it feels like to me right now. You know, Also I think I für go Richard to Koo Hero and fühlt I'm sich's on an, all als these knives, but really wie ein ganz neuer Moment, wie ein Aufbruch in den wilden Westen. Und das passiert nur ganz selten in der Spielentwicklung, dass man so ein Spiel einfach rauswirft und dann komplett überrascht wird von den Entwicklungen. Und er freut sich darauf, mehr Leute mit reinzubringen und Feedback von ihnen zu holen. Get games and some really good games, I might add, and be able to take off the gloves and kind of, you know, like internally we kind of got our designer, you know, sparring mitts on, stuff like that. But, you know, there's a lot of really good players in this, so it's great to Ja, und dieser Designer hat sich gefreut, dass es jetzt auch mehr Möglichkeiten gibt, Gegner zu finden und auch mit ganz anderen Leuten zu spielen und dass es halt geilere Matches gibt, einfach weil mehr Leute da sind, die auch Ahnung haben und die das Spiel ein bisschen anders entwickeln. Darauf geht Dustin auch nochmal ein, der sagt jetzt halt, als sie es intern getestet haben, lief es ganz anders, als es dann letztendlich, als bei StarCraft jedenfalls, als es dann letztendlich rauskam und genau dasselbe sehen wir jetzt halt hier bei Heroes auch. Okay, we need to fix that, right? Like really stuff, and like these guys. I mean, it's so fun to be able to play games on a regular basis. We had big plans for our metagame for how you unlock heroes and all this stuff. We couldn't really test it in a way that would tell you how it felt because when we were just playing internally, maybe you got 1 or 2 games a night. You couldn't sit down and play. Ja, intern konnten sie halt nicht allzu viel testen, weil sie halt nur so 1, 2 Spiele pro Nacht gemacht haben. Und jetzt können sie halt wirklich auch von der Spielmechanik und vom Balancing her richtig testen, weil sie halt jetzt massig an Daten kriegen durch die Spieler. Right now it's mostly Blizzard developers and it's some streamers and it's some community folks. Bisher gibt es halt hauptsächlich Blizzard Developer, ein paar Streamer, ein paar Community-Seiten. You never know who you're going to get. You're probably getting a developer or you're probably getting a streamer. And then there's a bunch of other folks too, but every third game it feels like you're getting somebody you Jedes dritte Spiel kriegt man momentan, den kenne ich, das ist irgendjemand Wichtiges, das ist irgendjemand aus der Community, aus dem Streaming-Bereich. It's been really awesome. Congratulations guys, it's been a really cool week. I know the game, this is just the very tip of everything you guys have to offer here. But I know it's been exciting. Ja, es war eine schöne neue Woche, schöne, spannende Woche bisher. Und es war aber nur die Spitze des Eisbergs. I'd love to hear from you guys, how do we kick this conversation off? What has talents been like for you? Where have they come from?
and where are we now? Jetzt gehen wir rein in das Talentsystem. Wo kam es her? Wo geht's hin und wo sind wir momentan mit dem Talentsystem? We tried over many years now to get this system to a place that we're really excited about. We've got it in a place where we feel like it's pretty close to where we want to be. It's not done by any stretch of the imagination, but it's pretty close. I actually have a PowerPoint that I brought that I can show you guys. Cool, yeah, let's take a look. So, jetzt gehen wir in die Talente rein. And what we're planning. You can see some of the changes we've made. So if we look at the first slide, you can see kind of what we've got in game today. Das ist jetzt die momentane Version des Talentsystems. 3,452, but that may not be far from the truth. I know, Rich, you've worked on so many versions of this. Like, it's insane how many versions. Und wir gehen auch so ein bisschen in die Vergangenheit, wo das Talentsystem herkam, wie es sich entwickelt hat. Some of our earlier systems for customization were a generic talent tree for all heroes. And you'd have a couple hundred talents lying around that anyone could choose from. Ja, früher gab es ein allgemeines Talentsystem, das halt aus über 100 Talenten, wo jeder Held einfach sich aus allen Talenten auswählen konnte. Und jetzt haben sie halt aufgeteilt, dass es nur bestimmte Talente für bestimmte Helden geben wird. Ja, so hat zum Beispiel ETC halt Talente, die halt auf seiner Gitarre basieren, also dass er halt irgendwie, was weiß ich, Face Melt haben kann und so weiter. Every 3 seconds now. This is insane. What do? Do we nerf snipe? Oh, and if you don't choose the talent, it feels terrible. And it starts to get into this very dark, weird place where it doesn't really work, and or you start really watering down these talents. Sure, yeah. But by having a custom talent tree per hero, we can say, oh, if you want a cooldown talent on ETC, that's ridiculous. Ja, jetzt spricht er darüber, dass halt, wenn man so allgemeine Talente hat, ist es halt sehr schwierig, coole Spells trotzdem noch im Spiel zu halten, ohne sie direkt rauszunehmen. Wenn man halt Talente hat, die alles beeinflussen und bei allen Helden da sind. Und daher die Wahl, die Talente wirklich nur für einzelne Helden zur Verfügung zu stellen. Abathur's behind the lines casting Symbiote, so it made sense to actually create a custom talent content for him. Sure. He actually was a great inspiration for us for the system as it exists right now. So remember, I think at the time we actually had. Abathur war wohl der Grund, warum sie überhaupt das Talentsystem so eingeführt haben, wie sie es jetzt gemacht haben, weil er halt sich sehr viel anders spielt als die anderen Helden und halt die Eigenschaften, die die anderen Talente vorher gegeben haben, haben halt bei ihm überhaupt keinen Sinn gemacht und deshalb kam dieses Talentsystem, was halt für jeden Helden anders ist. Dadurch bekommt man halt, kann man halt Auswahl treffen, die auch wirklich einen Einfluss aufs Spiel hat. Right, like this does, like it's a bigger AoE, right? Or I get, Demon Hunter with her vault, right? She will leave caltrops behind her when she vaults. Right, yes. How does that work in a generic system? Does that mean as Stitches, I'm like, Vault. Why is Vault here? You know what I mean? Like, it would be very also es erzählt er halt, okay, es würde halt keinen Sinn machen, wenn man jetzt für Stitches zum Beispiel ein Talent hätte, was ihn umherspringen lässt wie den Demon Hunter mit der Vault Ability. Daher halt die Talente wirklich nur für einzelne Helden. So, jetzt sehen wir die Talentauswahl, wie man sie alle 3 Level sehen kann. Das war noch vor dem letzten Update, würde ich sagen, denn da ist noch Health und Attack Damage also einzeln drin. It's kind of predictable. There's some stats in there. There's kind of a utility ability at the bottom, and it's a very stat-focused experience. And we really went away from that. Ja, und das haben sie halt jetzt ein bisschen verändert. Also früher war es halt hauptsächlich statistikbasiert und jetzt sieht es halt so aus. Die Wahl, die man jetzt hier treffen kann, ist halt mehr auf den Spells selber basierend, also auf den Fähigkeiten der einzelnen Helden. But we kind of thought that kind of forced your hand into a certain build. If I go health at the beginning, I kind of have to go health all the way down. If I want to play tanky, if I go damage, then I'm not that tanky at the end of the game. I start blowing up. Or if I go a lot of health, I'm not doing damage to minions and stuff. So there was a lot of problems with this kind of system. Ja, also hier konnte man halt die Wahl treffen, okay, möchte man mehr Gesundheit, mehr Angriff und wenn man die Wahl halt getroffen hat, dann hat man sich auf eine sehr spezifische Art von, wie man halt Muradin in dem Fall spielt, festgeschossen. Das hat ihnen halt nicht gefallen, da war man am Ende so sehr festgelegt. Und hier kann man halt mit dem neuen Talentsystem, wo es halt mehr auf Fähigkeiten basiert, gibt es halt interessantere Möglichkeiten, einfach um den Charakter zu individualisieren, wie zum Beispiel mit dem Skullcracker, wenn man da einen Angriff macht, dann stunt es halt den Gegner leicht und
Or do you want to get a little bit of mana back if you're, starting to have some mana Ja, und problems? dann gibt es halt And of auch course, we have Spells, the wo man choices at the top. etwas Mana zurückkriegt, wenn man den Gegner Sure what trifft. team comp you're up against. Oder halt Maybe, mehr Schaden you're not macht sure if you have und a healer in your man lane muss or sich whatever. halt so ein Maybe it's better bisschen to get darauf bonus einstellen. health every level. So something really simple. Also sie haben es halt etwas komplizierter gemacht. Ursprünglich war es halt wirklich nur sowas, okay, du kriegst mehr Angriff, du kriegst mehr Gesundheit in jedem Level und jetzt ist es halt wirklich auf den Fähigkeiten Go basierend. to the next slide. So this is Murden's level 4 choices. So, the auf Level first one 4 is hat er dann Divine noch ein paar Healing. andere Well, this plays nicely into Möglichkeiten. Murden's trait power, which basically he regenerates health very quickly out of combat. So this is going to increase that effectiveness quite a bit. So, But jetzt this haben wir is hier auch ein probably a better talent to pick if I'm laning with, spezifisches Malfurion or Talent für ihn, User und zwar Healing. Amplified Now all Healing. of a sudden, their heals Er heilt sich, are wenn er more außerhalb des impactful Kampfes on me, ist, but maybe und if I'm wenn man laning das jetzt with als Pathfinder, Talent maybe I don't auswählt, dann heilt er really sich wanna pick up noch this schneller. spell. So again, it kind of, what is my team comp? What are the enemies? Also man muss halt doing gucken, to me, was stuff like was that. auch die Then, we have two die upgrades Auswahl in vom the restlichen W here. Team ist. Those are kind of focused a little bit around, one Daran reduces kann man halt auch seine cooldown Talente dann wieder for anpassen. every target you hit with your W. So that's great using it on a full minion wave. But Thunderburn is going to be better, in a one-on-one hero fight where I basically get this effect twice. Ja, es gibt halt dann zum Beispiel auch noch Crowd Control. Wenn man den W-Spell nutzt, was ja ein AOE-Spell ist, dann reduziert sich der Cooldown, wenn man mehrere Feinde trifft. Und das heißt, das ist dann nützlich, wenn man es in den Minion-Waves einsetzt, während Thunderburn halt Schaden macht und dann den Gegner nochmal verlangsamt. Also eher so in Richtung von einem Initiator geht. I know she's going to try to snipe me and move away, and if I can jump at her, throw my Stormbolt, and get a little bit of speed boost, maybe hit her once to stun her again, something I can really give her a hard time. I've even found myself picking that up against like Navathur because I see him in that town and I'm like, I just want to dive in that town. Ja, jetzt Muradin ist auf jeden Fall eine sehr, sehr beliebte Wahl hier bei dieser Team, insbesondere als Stunner. Ich habe da auch was vorbereitet für euch, den Muradin #1 Stunner Build. Definitely. Go to the next slide. So, jetzt geht's auf den nächsten Slide. So this is Level 7 choices, Muradin. and you can see now there's actually 5 choices at this tier, and Ja, that's something we're gonna fünf try and Auswahlmöglichkeiten work gibt es jetzt auf Level towards more 7. and more heroes, to give them more options and more ways to Also es play. wird halt We have a lot bei of späteren great- Leveln auch so it's a sein, great dass man halt talent for häufig sparring, Auswahlmöglichkeiten von maybe 4 having oder a mehr hat. Demon Hunter in your lane. Well, this is gonna reduce some of the damage you're taking from their auto attacks, and you kind of need that as a melee. Zum Beispiel kann man Blocken wählen. Wenn man Blocken wählt, dann werden ab und zu die Angriffe, also von den Auto-Attacks von den gegnerischen Helden, halt im Schaden reduziert. Also wenn man zum Beispiel gegen einen Direct Damage Helden spielt wie Illidan, dann ist Blocken eine gute Wahl. The Pierce. So, we see a lot of Dann gibt es Battle Momentum. Wenn man da einen Angriff macht, kann man die Cooldowns der restlichen Fähigkeiten zurücksetzen. Also wenn man merkt, okay, Mana-mäßig komme ich hin, aber ich brauche die Fähigkeiten einfach viel öfter, dann ist halt Battle Momentum eine gute Wahl. Ja, wenn man Stormbolt auswählt, kann man zwei Ziele gleichzeitig treffen und halt 2 Leute gleichzeitig auch stunnen mit der Möglichkeit. Searing attacks, that's really going to play into a Murden who's Ja, und der Sledgehammer, der sorgt halt dafür, dass man auch mehr Schaden gegen Strukturen, also gegen die Türme, gegen die Tore und gegen Forts machen kann. Und die Stunts dann auch nochmal. Also Minions ist es halt auch stärker. Das heißt, wenn man so ein bisschen solo auf der Lane geht, versuchen durchzupushen, ein bisschen reindived in die Forts, dann ist der Sledgehammer richtig gut. So, auf Level 10 gibt es dann natürlich die beiden Heroics. Depending on the talents I've chosen up to this point, depending on the team comps, very different choices here. Auch hier muss man sich wieder überlegen, was waren die Auswahlmöglichkeiten, die ich bisher getroffen habe und was hat der Rest meines Teams. Nehme ich den Avatar, mit dem ich einen leichten Health Boost kriege für eine gewisse Zeit und meine normalen Attacken auch noch gleichzeitig stunnen? Oder will ich den Haymaker, mit dem ich einen Gegner in eine Richtung wegschleudern kann? Ja, das heißt, man kann sich auch mit dem Haymaker zum Beispiel hinter den feindlichen Linien positionieren, dann aus dem Busch rauskommen, einen Schlag rein und dann fliegt der Gegner Richtung des eigenen Teams und man hat eigentlich schon einen Kill gesichert. We actually designed these talents with the intention that players are going to stack them. So correct me if I'm wrong, Cooper. You know this better than I do. If you have Avatar with the stun attack and you also have Skullcracker, when that Skullcracker procs, it's the stun from the Skullcracker plus the Avatar stun, right?
It should be. Also sie sind sich gerade selbst nicht sicher, wenn man mehrere von diesen Talenten benutzt, also wie zum Beispiel den Avatar, der ja automatisch einen Stun mit drin hat, und dann zusätzlich noch den Skullcracker, der ja auch nochmal einen Stun macht, dann hat man theoretisch dann stacken diese Stuns. Das heißt, man hat statt dem, ich glaube, 0,5 Sekunden vom Avatar und Skullcracker hat, glaube ich, 0,25, hat man dann 0,75. Weil sich die Entwickler gerade selbst nicht sicher waren, aber ich denke mal schon. Attack damage or spell damage. Like, how did you guys handle that? Like, did you just change the way characters or heroes scale throughout a game now, or in order to allow more of these choices? That's a great point. So, in the previous system, we had every time your hero leveled up, you would gain maybe 80. Also die Frage ist jetzt, wie sie dieses System überhaupt eingesetzt haben, wie sie darauf gekommen sind, das auch umzusetzen, damit man diese Wahl treffen kann. Ob sie dafür den Attack Damage auch skaliert haben mussten. So now, as you level up, a tank is going to be tanky at the end of the game, just from leveling up. But they're also going to have some meaningful amount of damage. So Arthas also, sie haben es so gemacht, dass schon die Rollen der Helden erhalten bleiben. Also ein Tank, unabhängig davon, welche Talente man wählt, ist trotzdem noch ein Tank am Ende vom Spiel. Aber die Talente beeinflussen es natürlich sehr stark. We know there's a range in which tanks are going to be in, and it kind of makes more sense to what those characters are. Yeah, totally. There's nothing worse than seeing Frostmourne not doing damage a minion. And in the previous stat-oriented system, Kevin, like we found that it was like kind of like comparing apples to oranges. Like, do you want stats or do you want cool mechanics? And at the end of the day, also vorher war es halt so, man konnte sich auswählen, will man coole Fähigkeiten oder will man irgendwie Statistiken erhöhen. Und Statistiken sind natürlich gut für einen Helden, aber es macht halt keinen Spaß, die zu spielen, einfach nur Statistiken und Zahlen zu erhöhen. So, Level 16 Muad'Dib. Level 16 Muradin talents. Again, we have 5 choices to choose from. Wieder 5 there's different Auswahlmöglichkeiten. talents depending on what playstyle he's going for. The Imposing Presence is going to make him a lot harder to kill. Mit Imposing Presence macht er die Auto-Attacks von Minions schwächer und ich glaube auch von Helden. Executioner. Dann gibt es Executioner. Das macht 50% mehr Schaden gegen Disabled Targets, also wenn ein Ziel gestunt ist, wenn ein Ziel geslowed ist, wenn es geroutet ist, dann macht er halt 50% extra Schaden. Ja, genau, und dadurch, dass er ohnehin die vielen Stunts hat, gerade als Avatar dann mit den Auto-Attacks und so weiter, kann er Executioner wirklich richtig ausnutzen. Heavy Impact sorgt dafür, dass er, wenn er den Zwergen-Weitwurf macht, auch noch bei der Landung die Gegner stunt. Also man kann ihn wirklich zu einem extrem guten Stunner machen. Dann gibt es noch Stoneform als passive Eigenschaft. Wenn man das aktiviert, dann heilt man sich über Zeit. Keine passive. And it doesn't matter if you start taking damage, you're just going to get a lot of healing. Okay, das kann man auch im Kampf einsetzen, dann kriegt man auch während des Kampfes, wird man auch geheilt. Dwarf toss once and then a second time to haymaker them back, like whatever build you're kind of going for. Rewind, it's an active, so it's something you're going to have to, it's next. Rewind kann man einsetzen dann als Talent, um die Cooldowns zu reduzieren. Also ich glaube, man kann einmal die Cooldowns damit um 10 Sekunden zurücksetzen. Sure. Very cool, guys. So I think we've got just a couple more slides that I want to show. If you go to the next one, you'll see So, ich zeige jetzt noch ein paar Slides. art that our online and UI guys gave me to show here today, and this is not what it's going to look like in the final game. It's literally grayscale mock-ups. Please, please, please do not think this is Also so sieht es später dann nicht aus, aber das sind halt Mock-ups, wie das UI eventuell mal sich entwickeln könnte. A lot of the HUD, a lot of the in-game UI. And one of the things we're looking at is this talent UI. So what you're seeing Ja, also wie das Talent ausgewählt wird, werden sie vermutlich noch ändern. Momentan kann man es halt mit Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4 auswählen. Ja, es ist halt ein bisschen groß, das Talentsystem mit der Auswahl momentan. Und sie wollen es halt ein bisschen vereinfachen. Und das HUD wird noch komplett redesigned. Also so wie ihr es jetzt momentan bei den Alpha-Text-Streams seht, wird es sich noch komplett verändern. That's not enough information, right? Totally. So if you go to the next slide, I can show you what that experience would be like. So if you want to, you can bring up. Also es gibt noch ein anderes Menü, damit man mehr Informationen angezeigt kriegt, weil wenn man halt neu wenn man Charakter das erste Mal spielt, ist es viel zu wenig Informationen. Aber hier kann man noch so ein größeres Menü aufmachen, auf dem man dann viel mehr Informationen sieht. Also wie gesagt, hier dass es nur in Grauskalen dargestellt wird. Es ist momentan nur eine Zeichnung, ist so noch nicht im Spiel. Man braucht noch eine ganze Zeit, ehe es umgesetzt wird.
I think one of the things that's challenging for a lot of our players in this game right now is that the game in many ways looks very finished. It looks like it's come a long, long way. And so you look at it, you may think, was ein bisschen schwierig ist für die Spieler momentan. Das Spiel sieht halt sehr fertig aus, als wenn es schon sehr lange entwickelt wurde. Doing all of the UI for talents, right? And how that's laid out. This is literally a pass we felt like we could put in front of the public and not be totally ashamed. We didn't really Also love it, right? sie sind momentan mit dem User-Interface noch komplett unzufrieden. Das ist wirklich nur das Erste, was ihnen quasi so sehr gefallen hat, dass sie gesagt haben, okay, wir können es nach draußen geben, wir können es euch zeigen und sinken dabei nicht vor Schande in den Boden. Also die Entwicklung ist wirklich noch sehr aktiv, die werden noch einiges ändern, gerade vom Aussehen vom Spiel, was das UI angeht. Sie wollen auch die Talente noch interessanter machen, also deutlich mehr Variation, schwierige Entscheidungen bei den Talenten. Also die Talente werden sie noch deutlich weiterentwickeln. Das ist wirklich nur der erste Go mit der Tech-Art von momentan. I think in our next release we're going to try and, maybe not our next release, but at some point in a release we're going to try and level that up to 4 to 5 talents a hero. But that's we could go to 6, we could go to 7. We don't know where the ceiling is. Also sie sind sich noch nicht sicher, wie viele Talente sie dann wirklich zu jeder Stufe verfügbar machen wollen, aber so 4, 5 auf jeden Fall, vielleicht sogar 7. Make as players, I could see us having not just 4 or 5 choices, but up to 10. But then of course, Richard Cook konnte sich sogar 10 Auswahlmöglichkeiten vorstellen. How does that UI work? Let's sort of crawl before we walk, before we run. But it's really, really exciting. The possibilities that we have out there. Also die Möglichkeiten, die sie haben, finden sie halt sehr interessant und werden da noch einiges bringen. So, jetzt kommen die Fragen, die über Twitter reingekommen sind. For these gentlemen, you can do that on Twitter using the hashtag HeroesQA. Also, you know what? Let's take a quick look at that straw poll. If you're those of you in the booth there, maybe you can fire that thing up. I would love to take a look at the current situation or status around that. If you're out there and you would like to vote on the gameplay session, which we will. Okay, nee, welchen Helden soll Richard Q heute während des Showmatches spielen? Momentan 46% für Diablo, 31% mit Muradin und 23% für Stitches. Also Diablo ist ja anscheinend die erste Wahl von allen. Waiting on it here, just 1 second. Also wir warten gerade auf die erste Frage. Still waiting. We'll get there. All right, first question. This one from Hidden Troll at Blizz Heroes. Von Hidden Troll kommt jetzt die erste Frage. Kann man die Talente in der Mitte des Spiels zurücksetzen, wenn sie einem nicht gefallen? Also wenn man die Talente ausgewählt hat, in der Mitte des Spiels zurücksetzen. Und sie haben sich das vorgestellt. Zumindest darüber diskutiert, sagt Dustin gerade. Seeing that Matt is going a certain way, that's meaningful to me, and to have him suddenly change that on me can be very disruptive. Ja, und er sagt das halt, wenn er gegen einen Spieler spielt und er hat quasi die Auswahl gesehen, was er getroffen hat, und das betrifft ja auch die eigene Auswahl. Und wenn er es jetzt mittendrin ändern würde, dann würde es halt komplett alles über den Haufen werfen. Keeping it in my head, I'm tracking. Oh, I'm going against a Stunlock Murden. It's a Stunlock Murden. I got to be careful not to get too close to. And then if suddenly, halfway through he switches, that could be very disruptive. Sure, right? Totally. So that's our feeling on it. I don't know if you guys feel differently, but. I think too with the really short action-packed games, I think having to reset and make 6 or 7 choices and go, I think that's going to be really. Ja, also alle Entwickler sind sich ja einig, das wäre keine gute Idee, die Talente mitten im Spiel zurückzusetzen. Gerade weil Heroes ein Spiel ist, was sehr, sehr kurz ist und eine Runde 20, 30 Minuten geht. Und das wäre halt für die Spielerfahrung einfach komplett, man würde komplett rausgerissen werden, da man ja schon mit was anderem gerechnet hat. So, die nächste Frage jetzt. Von Olivia Grace. With the balance between utility talents that you have to take, example, plus damage, and fun talents. Kind of heard a little bit about this in your guys' conversation, but any other thoughts on? Okay, wie balancieren Sie es aus zwischen Talenten, wo man einfach zusätzlichen Schaden kriegt oder zusätzliche Gesundheit kriegt, und den Talenten, die wirklich Spaß machen? Just damage choices. As you saw from the presentation, there's a bunch of utility but power. It really just promotes a lot of different types of gameplay. Also sie wollen es halt so machen, dass Talente sowohl als auch geben. Also dass man stärker wird und aber auch noch eine coole Fähigkeit kriegt zum Einsetzen. Also dass mehr so in Symbiose geht. I want health. Okay,
here's the one. Yeah, Take it, please take it and go. And after that, Ja. it gets Also es gibt auf Level 1 natürlich die Wahl, okay, ich will mehr Gesundheit haben, ich möchte mehr Attack Damage haben. Und das ist so die einzige Wahl, wo man wirklich so straight up sagen kann, okay, nimm die Statistik. Maybe a piercing attack on Stormbolt's not as meaningful. Right, sure. Very interesting. All right, here's So, another die one nächste Frage from, jetzt. let's see, Lemura's XL. This one, Von what do you Lemura's say to XL. comments that HOTS or Heroes is too casual or... So, was sagt ihr zu den Kommentaren, dass Heroes zu casual oder zu einfach zu dumbed down ist? From players who had a chance to really play, but we do hear it. Von den Spielern, die es wirklich spielen konnten, hören sie es nicht so oft, nur recht selten, aber man hört es trotz allem. Also gerade auch bei Hearthstone hat man es auch gehört. I've played some of these older, card games, and this is clearly removed rules. Yeah, and so what? Jetzt redet er gerade über Hearthstone, wie es halt auch alles vereinfacht hat. Wenn man es mit anderen Kartenspielen vergleicht, dann ist es halt sehr, sehr viel simpler. I'm sorry, I apologize to all of the Hearthstone team for my attitude. Jetzt entschuldigt er sich natürlich beim Hearthstone-Team, dass er sie hier ein bisschen runtergemacht hat. Aber er sagt halt auch, wenn man halt in das Spiel wirklich einsteigt, dann erkennt man erst die Tiefe im Spiel. And this is an obvious one for Hearthstone players, but if I'm playing against a Warlock and he puts down a Murloc, oh God, here we go. Ja, wenn man als Warlock spielt und er einen Murloc raushaut, dann ist es halt so, oh mein Gott. Und er muss halt seine Hand dann ganz anders ausspielen. Or if I'm going against a mage and we're at 6 mana, I'm like, oh boy, here comes the flame strike next turn. Ja, und wenn er weiß, er spielt gegen einen Magier und dann hat er 6 Mana und dann weiß man, okay, jetzt kommt gleich der Flammenschuss, nächste Runde. Also man muss halt ein bisschen spielen, um erst die Tiefe in dem Spiel auch wirklich zu erkennen. Simple rules. Right, yeah, simple. But Es sind zwar einfache Regeln, aber schwer zu meistern. Und das ist eine Sache, die halt bei Blizzard-Spielen generell so die Designphilosophie ist. There's nothing. Yeah. That's the way it should look, right? And then when you get into it, you should go, whoa, this is nuts. Also wenn man halt sich ein Spiel von Blizzard am Anfang anguckt, so von den Statistiken her oder sowas, da ist halt nicht viel. Aber wenn man halt in das Spiel dann einsteigt und wirklich sich mehr damit beschäftigt, dann erkennt man die wirkliche Tiefe. If we find that we have not hit a game that has a ton of depth, we'll fight tooth and nail to get more depth. The goal. Ja, also wenn sie halt feststellen, okay, wir haben ein Spiel designt, was nicht wirklich Tiefe hat, dann werden sie wirklich alles daran setzen, das dazu zu bringen, dass es Tiefe bekommt mit der Zeit. StarCraft 2. Really simple rules. A Marine has, X amount of HP, X amount of damage, moves this Witcher Q geht jetzt auf das Design von StarCraft 2 eigentlich auch recht einfach. Ein Marine hat eine gewisse Anzahl Gesundheit, gewisse Anzahl an Schaden, die er austeilt. Aber wenn man es nachher zusammenschmeißt mit allen Einheiten, dann wird es halt komplex. Was für Entscheidungen treffe ich, was für Entscheidungen trifft mein Team? Was ist der momentane Stand auf der Karte? Wer hat welche Missionsziele eingenommen? Was ist generell der Stand des Spiels? Davon hängen dann viele Entscheidungen auch ab. Das macht es dann interessanter, komplizierter und. I know Matt is a strong player, and so if I have a triage moment decision, I'm playing Tassadar, and somebody's going to get a shield in the next half a second. Right. Chances are it's going to Matt, right? Because I know Matt will get something done with that extra health. Well, if I'm playing with somebody who I know is not as good, maybe I'm letting them die. And so there's little decisions I'm making there. But even if I don't know them, over the course of a game, I get a sense for how they're playing. I start making those same decisions again. Like, is this a strong Arthas I'm playing with, or is this guy struggling, right? So, jetzt erzählt er darüber halt, wie er im Prinzip wie die Entscheidungsfindung funktioniert. Wenn er halt gegen ein Team spielt und da ist ein starker Arthas-Spieler und der stellt sich auf die Taktik ein, die er spielt und er wählt quasi dann auch dementsprechend seine eigenen Talente. Wenn er jetzt im nächsten Spiel auch wieder gegen den Arthas spielt, dann würde das natürlich auch wieder in Erinnerung rufen und halt dementsprechend sich anpassen. Das kann aber wieder ganz anders sein, dadurch, dass der Arthas kann wieder andere Talente wählen. Er kann ganz anders spielen, er kann es aggressiver spielen, er kann es als Lane-Pusher spielen oder er kann es als Ganker spielen. Also ganz anders. Jetzt kommt erstmal die nächste Frage. Will we see any more talent options come to the game, perhaps unlockable through the meta leveling system? Wird es mehr Talentoptionen geben, vielleicht auch unlockbar, wenn man höher im Level aufsteigt? Maybe originally when we paper designed them, they seemed like they could be good, but maybe they're a little either undertuned right now or a little too situational. So we're looking at those, making those better. Also sie wollen erstmal Talente überarbeiten, die schon drin sind, die ihnen aber momentan nicht mehr so wirklich gefallen, die nicht mehr mit dem aktuellen Stand des Spiels wirklich übereinstimmen.
3 heroic abilities. Yeah. Those are technically talents. Und sie überlegen sich auch vielleicht mehr Heroic Abilities einzubringen. Also nicht nur die 2, die es jetzt gibt, sondern sogar 3. Sure, totally. Das ist eine Sache, die sie sich für die Zukunft vorstellen könnten. Very, very cool. Okay, this one from. So, nächste Frage von Kelly. Will it allow us to use heroes in different roles than the primary ones? Kann man die Helden auch benutzen, also in anderen Rollen benutzen als in der Hauptrolle? Also zum Beispiel einen Support als Warrior spielen, als Krieger spielen. The hero's fantasy. And if you can imagine that hero doing it on the battlefield, we want to allow that to happen. So we're appropriate. I think in that specific question, like supports that can turn into warriors, we actually think like Uther fits into that category really well. Also er bringt als Beispiel Uther an und der Uther ist halt eigentlich ein Support, aber man kann ihn auch als Krieger spielen. Assassin-level damage and just wrecking face. Und man kann halt durch das Talentsystem auch die Helden so spielen, dass sie halt den Schaden machen von einem Assassin, obwohl sie eigentlich ein Supporter sind. Man kann sagen, okay, ich will den Support-Tassadar, ich will den Schaden-Tassadar. We have heroes that are definitely kind of locked into their archetype a little bit more than others, but we definitely have heroes like, Also es gibt Helden, die halt mehr in ihrer Rolle fest sind, aber es gibt auch Helden, die mehr anpassbar sind in ihrer Rolle. Tassadar ist halt als Beispiel genannt worden, der halt etwas flexibler ist in der Rolle. Sie wollen halt die Spieler nicht in eine Richtung drücken, wo sie das Gefühl haben, dass sie falsche Entscheidungen treffen. Killing people. Let's give her very useful ways for supporting her team in killing people. Also sie wollen halt nicht unbedingt aus jedem Helden die Möglichkeit machen, dass er halt jede Rolle übernehmen kann. Eric Gripping sagt, keine Items. Ist das ein MOBA für die ersten Schritte eines Babys? Is the game, dumbed down? Does it not have that strategy? We kind of already covered this in some ways, right? But I agree with the concern, right? And the goal is not. Also the goal is to make a game. Kann das Anliegen verstehen, dass es keine Items gibt. When we get to that endgame scenario where you've aber played das Ziel ist 50, es. 60, 100, 200, 1000 hours, whatever. Aber das Ziel ist es, wenn man halt das Spiel extrem weit gespielt hat. 500 bis 1000 Stunden. And that's the goal. And we feel like we have the tools to accomplish that. We feel like that the talent system, the maps, soll es halt trotzdem noch spaßig und flexibel sein. Und durch das Talentsystem glauben sie, dass sie halt diese Flexibilität auch erreichen. Aber sie sind sich halt selbst noch nicht sicher, deshalb machen sie die Alpha. Also sie sind da auch durchaus bereit, das Talentsystem nochmal komplett zu überdenken und halt nochmal umzustellen, wenn sich herausstellt, okay, es bietet nicht die Flexibilität, es bietet nicht den Anreiz, 1000 Stunden in das Spiel zu stecken. More heroes like Abathur now, right? Where you really feel like you have to make an effort to play this year. And I think you're going to see. Also sie wollen die Helden halt auch noch etwas komplizierter machen. Also nicht nur solche Helden wie den Demon Hunter, der halt sehr einfach zu spielen ist, wo man einfach reinspringen kann, loslegen kann. Sie wollen auch mehr Helden wie Abathur haben, wo man halt wirklich sich anstrengen muss, wo man sich reinstecken muss, überlegen muss, okay, wie spiele ich den jetzt vernünftig? Raynor has talents that increase his skill cap. Right, hidden in there, and these guys work on that very hard. Also sie haben jetzt zum Beispiel Raynor auch, der eigentlich ein sehr einfacher Held ist zum Spielen, hat nur 2 Abilities, die man aktiv auslösen kann. Und, aber auch da gibt es Talente, um ihn halt etwas komplizierter zu machen, dass er halt auch mehr Fähigkeiten kriegt, die man aktiv einsetzen muss. Aber sie wollen es halt auch so machen, dass man Raynor auch als erfahrener Spieler noch spielen kann und dass es nicht trotzdem nicht langweilig wird. Deshalb halt die Talentoption, die den Helden dann halt etwas wieder ummodeln, wo man ihn dann halt auch ein bisschen ein bisschen schwierigere Rollen zumuten kann und auch den Spielern selbst schwierige Aufgaben stellen kann. I've mentioned to Cooper that I think it's great if there's ever a talent that turns your passive trait into an active, that's fair game. And you can have multiple of those. Ja, sie überlegen auch, dass man Talente einbringt, die quasi ein passives Talent in ein aktives Talent machen. Und sie überlegen auch halt mehr Talente dieser Art in der Zukunft einzubauen. Right, like it doesn't have to stop at QWER. Like if we want to have a hero that has got,
seriously 10, 20 buttons up there, we could do it. Well, not 20, but 10 for sure, right? We've already got the the Z power on the fall stat. He can fly instead of mounting, so that's already an additional power that he has to make use of. Ja, also zum Beispiel Fahrzeug wird angebracht, dass er halt eine andere Möglichkeit hat, das Reittier zu nutzen. Er fliegt halt die ganze Zeit, kann halt mit Z, also mit dem Reittier-Skill, kann er direkt an jede Stelle auf der Karte fliegen. Also auch so unterscheiden sich die Helden schon quasi in Fähigkeiten, die nicht unbedingt ihren QW, E und R-Spells entsprechen. Totally. All right, we got time for maybe one or two more questions here. This one So, ein, zwei Fragen kommen jetzt noch über Twitter. Von Andrew Fox. What are you thinking regarding tools to help find players to play with long term? Ups. Oh, I know we jetzt haben already sie have gerade systems in the game already, right? Like join friends. zu schnell gewechselt, das konnte ich gar I think nicht our lesen. social systems are still, and this is again what's hard for people to know what's real and not real in the game. I think if I were to go over to the guys working on the systems right now, they say there's very rudimentary, right? That our social systems are the very Also sie reden jetzt gerade über die Social Systems, also wie man mit der Community interagieren kann im We want to get the Spiel. game in people's hands. We want to start testing, but we want to do so much more with these systems. Again, Also sie wollen das Social-System auf jeden Fall noch deutlich erweitern. So, das ging jetzt erstmal darum, das Spiel so schnell wie möglich rauszubringen, um den Test zu starten. For us, we want to create certainly channels where we can get people in there. Aber sie wollen halt auch Kanäle erstellen, wo man halt Freunde finden kann, neue Freunde finden kann, ein Team füllen kann. Who have the same kind of skill. I don't know which one of these. Halt Leute finden kann, die auch auf dem eigenen Skill-Level sind. It's a very real concern. It's something we're Aber very sie sind sich bewusst, dass es halt eine ganz wichtige Sache ist, die ganze sozialen Aspekte weiter auszubauen und halt auch ins Spiel reinzubringen. Also es ist sehr rudimentär, was da momentan implementiert ist. And so we're going to be trying to take, some pages from their book about how they've accomplished those tasks. But I think you'll also see from us an evolution of this, right? You'll see from us, we've got something in now that really doesn't do much for you. Also es wird sich halt entwickeln. Es wird nicht auf einen Schlag was komplett Neues, was halt viel besser ist, da sein, sondern es wird einfach mit der Zeit ausgebaut. Also momentan gibt es halt wirklich nur Chat-Kanäle und auch die nur in einem sehr rudimentären Menü. Es ist halt wie IRC quasi. Also es ist wirklich ihnen sehr wichtig, es ist ein sehr wichtiges Anliegen und ihnen ist auch klar, dass es sehr, sehr viel zum Wert des Spiels beiträgt, wenn man halt einen sinnvollen sozialen Aspekt mit drin hat und halt auch ein soziales User-Interface. Awesome. All right, let's take one more. This final one So, from die Alan letzte Woodman. Frage jetzt What do you think about the von Alan pace of the Woodman. game? Do you guys, it's a bit slow, or is it? Was halten Sie von der Geschwindigkeit des Spiels? Ist es Ihnen zu langsam oder ist es auf der Geschwindigkeit, wie Sie es mögen? We've gotten this feedback. Like we felt like it was pretty good. Yeah. We've gotten some feedback that's a little slow, and now we're starting to look at that and go. Also Sie haben etwas Feedback bekommen, dass es halt ein bisschen langsam ist. Also eigentlich haben Sie sich ganz gut gefühlt damit. Aber Sie schauen jetzt, ob Sie es vielleicht sogar ein bisschen schneller machen können. Sie haben ein bisschen Feedback bekommen von Idra und auch einigen Level 20 Spielern. Und Sie wollen es halt von der Geschwindigkeit ein bisschen. Sie wollen es halt ein bisschen schneller machen. Aber im Endgame ist es halt schon relativ schnell. So I don't know what you guys And think. we've kind of experimented, both ways with this. We've had it slower, we've had it faster. Sie haben schon ein bisschen damit rumexperimentiert. Sie haben es schon langsamer gehabt, Sie haben es schon schneller gehabt. Like it was complicated enough and complex enough that you had to really focus on what you were doing, but there was still time to adjust. Also es war halt, das Spiel ist halt kompliziert genug, dass man halt sich die ganze Zeit überlegen muss, was man machen will, aber es hat immer noch ein bisschen Zeit, um bisschen, wo es quasi so Leerlauf hat. And once you understand what the enemy talents are doing for them, and what your allied talents are doing for them, and how it all comes together. Oh, and the map mechanics spawn. Oh, don't forget the map. Ja, die Map-Mechanik spielt natürlich auch noch eine Rolle. Man muss sich überlegen, was machen meine Talente beim gegnerischen Team, wie interagiert es mit den Talenten, die die Gegner ausgewählt haben. Und es ist halt eine ganze Menge, über das man sich halt einen Kopf machen muss. Ups. Nein. Stream weg. Looking at this, today, if the community had not given us this feedback. So awesome. Awesome. All right, guys. Well, fair enough. Let's wrap this thing up and get into a game. Also das wäre eine Sache, die Sie halt nicht sich angeschaut hätten, wenn Sie nicht das Feedback von der Tech Alpha von den Leuten bisher bekommen haben. Before we jump off. Yeah, big shout out to everyone who's playing. You guys really are exciting. Thank you for all the interest in the game. And honestly, like Jetzt bedanken Sie sich bei allen Leuten, die das Spiel bisher schon spielen. This is really BlizzCon the game. The excitement for Blizzard and all the characters has really made this possible. It's really the first step that we're making towards making this super Ach, jetzt hängt hier der Stream ganz schön rum. awesome game.
I just want to give a shout out to everyone who's been working so Also hard sie on bedanken the sich auf jeden game. Fall bei den Spielern und auch bei den Entwicklern Design, jetzt. art, everyone, right? And, Und das Spiel wäre halt nicht möglich gewesen, wenn halt nicht so viel Interesse auch bei der BlizzCon da gewesen wäre, wenn die Leute nicht so Interesse an den Universen von Blizzard hätten. No, it's been an absolute joy. It's been really fun seeing a lot of the StarCraft streamers and pros. Ja, also Dustin freut sich, dass es halt so viele StarCraft-Streamer auch spielen und sie jetzt halt ein komplett anderes Genre zu sehen. Und er bedankt sich halt bei allen Leuten, die Alpha spielen. Yep. All right. Very good. Well, we're going to jump into our game now. Let's take one So, final look jetzt at gibt the es das straw poll here. Entwickler-Show-Match. Community's decided Und yes, it has es been wird, decided. Witcher Crew wird jetzt Diablo We'll spielen. be playing Diablo 47% haben sich hier in the durchgesetzt. game. We're going to be jumping over to that real quick, but let me sign off with a few final words. If you'd like to follow us on social media, you can find us Aber ihr at könnt ihnen all natürlich auch places folgen. in slash Das ist @/BlizzHeroes. So /BlizzHeroes Facebook, findet ihr sie überall, Twitter, we'd Facebook, love to see you in Twitter, our community in those locations, as well as YouTube our glaube ich Discord, auch. which you can find Also at da unten ist der Link. heroesofthestorm.com. We want to talk with you. We want to hear what you think about the game. So come chat with us. I think that's about it. Let's transition to our game. It will be a few minutes for us, so you'll see a slate come up, but we are not going anywhere. We're So, jetzt gibt's gleich das Entwickler-Show-Match. Thanks for joining us. Thanks for being here, guys. We'll talk to you later.